Heute schauen wir uns an, wie man aus einer einfachen Fertigungszeichnung Schritt für Schritt ein vollständiges 3D-Modell in SolidWorks erstellt. Dafür blenden wir zunächst einmal die Zeichnung ein. Auf den ersten Blick wirkt das Bauteil noch recht unscheinbar. Wir haben ein einfaches Blechteil mit mehreren Biegungen, verschiedenen Bohrungen und einem kleinen zusätzlichen Formelement in der Mitte. Trotzdem steckt bereits eine Menge Information in dieser Zeichnung. Neben den eigentlichen Abmessungen finden wir hier auch Angaben zur Blechdicke, zum Biegeradius und zum verwendeten Material. Unser Ziel ist es jetzt, aus diesen Informationen Schritt für Schritt ein vollständiges und parametrisches 3D-Modell aufzubauen. Zuerst erstelle ich eine Skizze auf meiner vorderen Ebene, blende diese aber einmal für meinen Fall aus. Dann skizziere ich die Kontur grob einmal und verknüpfe die unteren beiden Schenkel mit kollinearem Gleich. Und weil das Teil ja offensichtlich auch symmetrisch ist, setze ich einmal den Mittelpunkt vertikal auf den Ursprung. Jetzt bemaße ich hier außen die 60 mm und unter Berücksichtigung der Materialdicke und des Biegeradius trage ich hier einmal 20 mm für den Schenkel ein statt den 21,5 und in der Höhe mache ich dasselbe mit 43,5 statt 45. Dann wählen wir jetzt einmal das Basisblech aus, tragen das einmal 27 mm blind in eine Richtung aus, da wir schon die Laschen hinten berücksichtigt haben. Die Blechparameter stimmen mit denen auf der Zeichnung überein, deshalb bestätigen wir das einmal. Anschließend wähle ich die Kantelasche aus, zeichne die rechts in ein Feature mit einer Höhe von 11,5 mm. Hier kann ich die Schlitzbreite einstellen. Die Laschenposition muss außen sein, das haben wir eben mit der Blindaustragung von den 27 mm berücksichtigt. Bestätigen das einmal. Im Anschluss erstellen wir noch eine zweite Kantelasche, und zwar die obere, auch mit 11,5 mm. Und als nächstes möchte ich noch das kleine Formelement erstellen. Deshalb wähle ich einmal die vordere Kante aus, vergebe hier auch gleich die Höhe von 13,5 mm. Man sieht in der Zeichnung, dass es vorne eine ebene Fläche gibt. Deshalb müssen wir hier einmal die Laschenposition auf Material innen setzen. Außerdem werde ich hier einen benutzerdefinierten Freischnitt hinzugeben, und zwar nicht als Rechteck, sondern als Langloch im Verhältnis 0,5. Und passe jetzt noch das Laschenprofil einmal an, indem ich die beiden äußeren Kanten weiter in die Mitte ziehe, den Mittelpunkt einmal auswähle und den vertikal auf den Ursprung verknüpfe. Dadurch ist das Teil hier auch symmetrisch zum Ursprung. Ich kann hier einmal die Bemaßung 12 mm setzen und sage Fertigstellen. Und jetzt sehe ich, wie auf der Zeichnung, dass hier eine Linie gibt. Anschließend setze ich hier einmal meine Bohrungen, gehe dafür zum Bohrungsassistenten, wähle Bohrer aus, habe jetzt die Größe 3 und die Endbedingung gilt zu meiner Dicke des Materials. Wähle einmal die Position, möchte sie von hinten auf dieser Ebene platzieren und zeichne meine 6 Bohrungen ein. Die letzten 3 kommen über das Feature-Spiegeln im Nachhinein hinzu. Jetzt knüpfe ich diese auch noch einmal vertikal zu vertikal. Hier einmal dasselbe, vertikal, und bemaße nun einmal. Hier 5 und von oben 4,5. Und man sieht jetzt auch schon, dass die mittlere Bohrung
voll definiert ist. Daher kann ich von hier auch das Maß 22 angeben. Einmal auch hier 4,5. Von oben 7 mm und der Bohrungsabstand 20 mm. Und die letzte Bohrung bemaßen wir auch noch einmal korrekt. 4,5 und 6 mm von außen. Bestätigen das einmal. Jetzt erkennen wir schön, dass die Bohrungen alle gesetzt wurden. Dann möchte ich jetzt einmal das Feature spiegeln. Und zwar über die Ebene rechts. Bestätige das einmal. Und nun ist meine Grundkontur ja schon wie auf der Zeichnung zu sehen. Das Einzige, was fehlt, ist hier noch die Lasche und die Verrundungen, außerdem noch das Material. Für die Lasche stelle ich hier eine Skizze, nutze den Dreipunktkreisbogen. Hier hat man aber auch verschiedene Möglichkeiten. Setze den Mittelpunkt von meinem Kreisbogen auf die Linie deckungsgleich. Und dann kann ich noch einmal hier den Mittelpunkt auswählen und den Mittelpunkt von meinem Dreipunktkreisbogen und diesen deckungsgleich setzen. Dann habe ich nämlich auch schon meine Lage definiert. Kann jetzt die Skizze einmal schließen und meinen Kreis mit Radius 5 bemaßen. Wähle meinen linearen Aufsatz, muss hier einmal aufpassen, in welche Richtung mein Aufsatz gehen würde und habe diesen auch mit der Dicke verknüpft. Ich könnte natürlich jetzt auch hier ein offenes Maß angeben, aber wir lassen das mal mit der verknüpften Dicke, dass falls sich diese mal ändern sollte, dass sich das Teil mit ändert. Bestätige das einmal. Jetzt wähle ich noch einmal meinen Bohrungsassistenten aus für die Bohrung 3. Wähle einmal die Position und kann hier sogar schon meine Bohrung deckungsgleich mit meiner Lasche setzen im Mittelpunkt. Bestätige das einmal. Verrunden das einmal an allen Ecken. Und bestätige auch hier einmal. So, nun fehlt nur noch das Material. Das kann ich einmal hier auswählen. Unter Material, das ist noch nicht festgelegt. Über Rechtsklick und Material bearbeiten öffnet sich das Materialfenster von SolidWorks. Und dann kann ich oben in der Suche unlegierten Baustahl eingeben. Einmal anwenden. Und nun ist dieser auch hier offiziell in SolidWorks eingetragen. Zur Kontrolle unseres Modells können wir auch einmal selber eine Zeichnungsableitung erstellen, um zu kontrollieren, ob wir auch mit den Maßen richtig waren. Geben dafür einmal die Vorderseite aufs Blatt. Und von dieser Zeichnungsansicht machen wir jetzt noch die projizierte Ansicht von oben. Dann einmal die isometrische Ansicht. Und wie auf der rechten Seite zu sehen, die Abwicklung. Wenn Sie sich daran erinnern, auf der Zeichnung, die wir als Maßstab genommen haben, war diese Ansicht um 180 Grad gedreht. Das können wir auch erreichen, indem wir Rechtsklick auf die Zeichenansicht machen. Und dort haben wir unter dem dritten Punkt Zoomen, Verschieben und Drehen und können dadurch auf Ansicht drehen gehen. Dann öffnet sich ein Fenster mit Zeichenansicht drehen, geben dort 180 Grad ein, bestätigen das einmal. Jetzt sehen Sie, dass wir auf unserer Ausgangszeichnung das Modell oder besser gesagt die Abwicklung in der richtigen Position ist. So, jetzt möchte ich einmal kontrollieren, ob wir die richtigen Außenmaße erstmal verwenden konnten. Und zwar die 60. Das passt schon mal. Dann in der Höhe die 45. Und die Schenkellänge mit 21,5 mm. Und auch wenn wir hier bei den 21,5 und 45 im Modell eben die 1,5 mm abgezogen haben,
Kommen wir durch die Austragung, die SolidWorks macht, mit der Materialdicke, kommen wir eben auf unser Endmaß, 45 und 21,5. Jetzt möchte ich noch einmal kontrollieren, dass wir die Höhe der Kantelasche richtig gesetzt haben mit 11,5. Das passt auch. Und eben die Spaltbreite müsste ja 0,5 sein. Wie hier zu sehen ist, haben wir das korrekt eingegeben und erstellt. Dann möchte ich jetzt noch einmal zeigen, dass der Biegeradius 1,5 ist. Hier ist der Radius 1,5, das heißt, das entspricht unserem Biegeradius. Und die Materialdicke mit 1,5 passt auch. Im Zweifel müssten wir jetzt natürlich auch noch die Bohrungen bemaßen, damit das Teil für den Blechner auch fertigbar ist. Damit haben wir die Zeichnung vollständig in ein 3D-Modell überführt. Wie man gesehen hat, lässt sich auch ein Blechteil mit etwas Struktur Schritt für Schritt sauber aufbauen. Wenn Sie die Grundlagen der Blechkonstruktion in SolidWorks mit weiteren Praxisbeispielen vertiefen möchten, finden Sie auf unserer Website unseren Einsteigerkurs zu diesem Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.